größte mentale Herausforderung für einen Fußballspieler ist, diese Hochlevel zu halten. Mentale Stärke bedeutet für mich, klar im Kopf zu sein, fokussiert, im Hier und Jetzt. Das, was man gerade machen möchte, gut auszuüben. Es geht ja vielen Menschen gleich. Man hat Ängste, man hat Freude, man hat Hoffnung. Man lässt sich natürlich von seinen eigenen Leistungen, von den Beobachtungen leiten und natürlich auch immer wieder beeinflussen. Du musst immer bereit sein. Egal was passiert, du musst immer bereit sein. Was vielleicht im Profifußball natürlich extremer ist, ist die Lupe, das Brennglas, unter dem man ist, gerade beim FC Bayern. Dass einfach ganz viele Leute zuschauen, dass sich ganz viele Leute für deine Arbeit interessieren, sich auch ein bisschen auskennen und sich ihre Meinung bilden, eigene Interessen da mitschwingen, Emotionen mit reinlegen und das Ganze natürlich auf einen selber dann projizieren. Und dementsprechend sind wir natürlich da sehr im Fokus. Werden gefeiert, übertriebenermaßen, und werden natürlich auch kritisiert im übertriebenen Sinne. Aber das ist nicht zu verhindern. Damit muss man einfach umgehen. Ich glaube, das Kopf ist wirklich 70% auf unserer Arbeit. Du kannst viel Qualität haben, aber du musst diese Mental haben, um diese Top-Level zu bleiben. Das ist innen. Du musst es ab, die Leute draußen können dich helfen, aber du musst selbst diese Hunger haben. Ich muss sagen, ich kann mir selbst am meisten diesen Druck ausbauen. Umso größer die Spiele werden, ist natürlich mehr Druck da, wo ich mich am meisten drüber freue. Weil na klar, da wollen natürlich alle, dass man dann ein gutes Spiel abliefert, dass man das Spiel gewinnt. Deswegen ja, kommt das schon so ein bisschen von alleine, aber ich baue das nochmal so ein bisschen extra auf. Ja, ich bin manchmal ein bisschen zu ungeduldig, aber wenn ich den Ball habe, ich will direkt ein Tor machen. Ich schließe meine Augen und ich höre Musik, nichts im Kopf, nur Spiel. Ich bin sehr, sehr konzentriert und ich bin bereit für eine Top-Leistung machen. Dass wir Ängste haben, dass auch man selber zweifelt, wenn es nicht so gut läuft, das ist ganz normal. Es geht halt darum, wie geht man damit um, wenn diese negativen Sachen auf einen zukommen, und wie geht man damit um, wenn der Überflieger droht. Wir haben alle viel Qualität, aber es ist sehr, sehr schwer, diese Level zu halten, weil du musst jeden Tag für 5, 6, 10 Jahre immer hier sein, und das ist einfach nicht, das ist nicht einfach für alle, weil es gibt Momente, du bist müde, du hast weniger Motivation, ist normal, aber ist egal, du musst jeden Tag hier sein, mental, in deinem Körper, um sehr gut zu spielen, und das ist das Schwierigste. Man muss sich damit beschäftigen, also es hilft mit Sicherheit, auch wenn man damit Schwierigkeiten hat, Experten aufzusuchen, vielleicht auch zu lesen. Es gibt Ratgeber, es gibt Tricks, wie du einfach diese Sachen, die dann ganz natürlich aufkommen, wie du damit am besten umgehst, beziehungsweise wie du deinen eigenen Weg findest. Im Kopf, ja, ich habe gut gearbeitet diese Woche. So. Ich bin bereit. Ich habe gesagt, was passiert, ich muss bereit sein, und ja, ich gehe auf den Platz und ich muss meinen Job machen. So ein Tor oder ein Assist. Was passiert, ich muss meine Mannschaft helfen. Ich mag Druck gerade,
Wie bei uns gesagt, wenn es große, wichtige Spiele gibt, da kann man sehr, sehr viel lernen, man kann sehr viel mitnehmen aus Druck. Quasi versuche ich das umzuwandeln in Motivation. Es motiviert mich generell einfach dadurch, dass man so ein gewisses Gefühl hat im Körper, merkt man, okay, diese Anspannung, dieses Kitzeln ist irgendwie auf eine Art und Weise ein gutes Gefühl. Ich war eben schon immer einer, der die Chance gesehen hat, nicht die Niederlage. Ich war immer besser, wenn ich mit dem Rücken zur Wand war, weil dann gab es was zu gewinnen. Und anfangs war das vielleicht natürlich, so als Kind, als Jugendlicher. Ich war immer Wettkampftyp. Es hat mir einfach Spaß gemacht, mich zu messen. Aber wenn ich älter geworden bin, dann habe ich es natürlich reflektieren können. Hey, warum denke ich so? Warum macht es Sinn, so zu denken? Und man kommt einfach darauf, es bringt halt nichts, sich negativ in die Spirale reinzusteigern. Ich weiß jetzt, es ist jetzt vielleicht nicht so für jeden aufzunehmen, wenn man sagt, es bringt nichts. Okay, manche werden da reingezogen, obwohl sie es gar nicht wollen. Aber dann, wenn man das erkennt, dann wäre es schon eben an der Zeit, sich eben Hilfe zu suchen. Weil ich glaube, es gibt genügend Tipps und Tricks, sich selbst zu manipulieren in eine gute Richtung. Ich lese zu Hause. Ein Freund von Frankreich hat ein Buch gemacht über Konzentration, über Mentalität. Ich habe gelernt, was passiert. Bleib ruhig. Dein Moment kommt. Bleib ruhig. Ich höre Musik, ich schlafe. Aber ja, das hilft mir viel. Und ja, ich kann ruhig bleiben und konzentriert bleiben auch. Definitiv meine Familie, Frau und Kinder. Sobald ich die um mich herum habe, komme ich quasi aus dieser Bubble raus, und weil die mich einfach so sehen, wie ich bin. Nicht als dieser Profi-Fußballer, wo natürlich viel Trubel drumherum ist, und ich kann dann halt einfach in Ruhe abschalten. Ich probiere zu schlafen und einfach gehen und noch arbeiten. Ich weiß, dass es gibt immer Momente so, du kannst nicht immer gut sein, wir können nicht immer gewinnen. Aber jetzt, ich habe eine bessere Relation mit Niederlage. Früher konnte ich gar nicht schlafen, aber das ist nicht gut, weil du spielst jede drei Tage, so du musst schlafen, du brauchst für das nächste Spiel. Und wenn du 2 Spiele verlierst und nicht schlafst, danach du bist weniger frisch für andere Spiele. So jetzt, ich bin wirklich wütend und alles, aber ich will nicht diese Energie nehmen und bringen zum anderen Spiel. Ich will diese Energie haben, weil du musst wütend sein, das ist normal. Aber danach ich muss mit frischer Energie kommen, um dieses nächste Spiel zu gewinnen. In erster Linie, glaube ich, ist mein eigener Antrieb, dass ich gewinnen will. In erster Linie wahrscheinlich für mich selbst. Deswegen stehe ich in der Früh auf, weil ich dieses Gefühl des Sieges, dieses Gefühl, irgendwas gut gemacht zu haben, das macht uns einfach glücklich. Da geht die Chemie oben los, wird was ausgeschüttet, was mir sagt, hey, heute bist du gut drauf, alles wunderbar. Ich glaube, das ist der Grundantrieb. Thomas Müller ist natürlich eine Legende von FC Bayern. Ich habe Thomas gesehen, wenn ich war jung. Thomas ist ein großer Bruder für mich. Er hat immer mir geholfen. Ich rede mit ihm immer jeden Tag. Ehrlich zu sein, versuche ich, mich so zu fokussieren, dass ich nur auf mich selbst achte, weil ich halt einfach nur die Dinge beeinflussen kann, die mit mir zu tun haben. Ich versuche ruhig zu bleiben, die Dinge durchzuziehen, die ich gut kann, um der Mannschaft zu helfen. Vor allem, wenn man vielleicht irgendwie gerade nicht so gut spielt oder zurückliegt, dass man natürlich nach Situationen sucht, die der Mannschaft helfen kann, um die Mannschaft zu pushen, mich selber zu pushen. Du brauchst Selbstvertrauen. Ich habe viel Selbstvertrauen und ich mag dieses wichtige Spiel, weil dieses sind die Spiele mit das highest level of emotions. Es gibt nicht mehr als dieses Spiel oder wie Champions League. Das ist was anderes. Bundesliga ist immer schon, aber diese Spiele sind immer was Besonderes und du musst auch besondere spielen. Du kannst
nicht nur gut sein, du musst top sein in diesem Spiel, weil dieses Spiel macht das Unterschied auf das ganze Saison. Wir sind ein Sport, in dem ganz viele Fehler passieren. 90 Minuten lang versuchen wir ein Tor zu schießen und manchmal schafft man es gerade 1 zu schießen in 90 Minuten. Das heißt, es geht bei uns Offensivspielern nicht darum, dass die vergebene Chance der Fehler ist, sondern der Fehler ist, wenn ich es nicht weiter versuche, weil diese eine Chance, die man dann vielleicht reinmacht, die kann der Gamechanger sein.